Ihr Lieben, eine hochenergetische Woche liegt hinter uns und vor allem die Nächte mit ihren starken Anstiegen der Energien und massiven Umschwünge stehen einem erholsamen Schlaf meist entgegen und machen vielen zu schaffen derzeit. Die Träume können sehr intensiv sein, oh ja, es tut sich sehr viel im Schlaf. Wenn der Verstand ausgeschaltet ist, darf sich vieles lösen. Doch der Körper steht unter Stress durch das massive energetische Chaos und es zeigen sich starke innere Spannung, äußere Verspannungen, starke innere Unruhe, Magen-Darm-Probleme, Probleme mit dem Lymphfluss, Krämpfe und vieles mehr können sich zeigen. Ja, auch Kreislaufprobleme machen die Tage für viele zur Herausforderung, denn Zellen und Nerven sind überfordert, stehen unter Druck durch die starken Ladungsschwankungen. Hormonelle Schwankungen können auftreten, als auch Schwankungen des Blutdrucks durch die massiven Übersteuerungen. Und ja, auch starke Stimmungsschwankungen. Und auch das Gefühl, wie unter Drogen zu stehen. Ja, es bleibt und ist anspruchsvoll, ihr Lieben. Starke innere Unruhe, das Gefühl, wie unter Strom zu stehen, trotz Müdigkeit und Schwere. Denn der Körper braucht all seine Kraft, um sich an die stark veränderten Energien anzupassen, was die Tage sehr anspruchsvoll macht. Ja, die hohen Energien und Überladungen wirken wie eine Überdosis Kaffee, die irgendwann auch nicht mehr wach und fit macht, sondern genau das Gegenteil. Und die Energien führen zu einem hohen Maß an Emotionalität bei vielen. Auch die Schumann-Resonanz zeigte starke Übersteuerungen in den letzten Tagen, was auch an den Einschlägen starker kosmosolarer Strahlung liegt, die derzeit zu uns kommt. Vieles dringt im Moment aus unserem tiefsten Inneren nach oben in unser Bewusstsein. Jedoch dürfte das ziemlich chaotisch sein und es schwierig machen, Klarheit zu gewinnen. Der M-Flare-Tsunami, den wir diese Woche auf der Sonne hatten, wirkt noch nach. Und wie es aussieht, wird uns am 15. Juli ein massiver Sturmcluster treffen. Es ist nicht vorherzusehen, was kommt, da wir dieses Jahr noch keinen Sonnensturm hatten, der direkt zur Erde gewandt war. Er könnte eine massive Stärke entwickeln und das schwache Erdmagnetfeld macht seine Wirkung völlig unvorhersehbar. Wir werden sehen, was kommt. Und ja, wir haben eine ziemliche Beschleunigung der Erdrotation. Schon bereits seit einem Monat. Der Abbremszyklus wurde schon zweimal übersprungen, was es noch nie gab. Die Folgen sind unerforscht, aber es führt zu einem starken Anstieg von Magma, der nun immer mehr zunimmt und auch zu einer Verstärkung der Vulkanaktivität.
Oh ja, ihr Lieben, über die starke Erhöhung und Beschleunigung der Energien, die wir jetzt erleben, habe ich bereits in vorherigen Videos gesprochen. Im Moment haben viele das Gefühl, dass die Zeit schneller geht und man überhaupt nicht mehr schafft, was man sich vorgenommen hat. Der Kopf ist oft dumpf, die Beine schwer, Konzentration, Koordination und Wahrnehmung sind beeinträchtigt. Man läuft gefühlt dreimal zur selben Stelle und wusste dort nicht mehr, was man wollte. Ja, man fühlt sich wie ausgebremst, getrieben von einer inneren Unruhe, Hyperaktivität, die sich im Außen schwer umsetzen lässt. Teils bewegt man sich durch den Tag mit all seinen Geschehen und Nachrichten, die mehr und mehr surreal erscheinen. Und ja, ihr Lieben, geht in die Natur, erdet euch, gleicht eure Energien aus, unbedingt. Man kann dem Chaos nur mit Gelassenheit begegnen und eine Portion Humor kann auch viel Anspannung lösen. Alles bäumt sich auf, bricht hervor und es zeigt sich immer deutlicher, was nicht mehr im Gleichgewicht ist in dieser Welt. Das Alte löst sich immer mehr auf, auch wenn so viele so gerne festhalten wollen. Es zerstört sich immer mehr selbst. Und ja, die Wahrheit lässt sich nicht mehr verbergen, nicht mehr verdrängen. Die Masken fallen um uns herum, die Schleier lichten sich durch die Energien, die in immer höheren Frequenzen vibrieren. Und dafür braucht es keine Worte, denn wir fühlen immer mehr, was wirklich ist. Worte können manipuliert werden, doch nur im Stillen können wir hören, was aus unserem Herzen kommt, was der Wahrheit entspricht. Lasst eure fühlende Seelensprache, die Intuition, die jetzt immer stärker wird, euer Wegweiser sein. Es verbinden sich jetzt die gleich schwingen und niemand kennt euren Weg besser als eure Seele. Zweifelt nicht an euch und bleibt im Vertrauen, dass egal was kommt, alles einem größeren Zweck dient. So viele sind jetzt in diese Zeit inkarniert, die um all das wissen. Unsere Ahnen und Sternengeschwister sind an unserer Seite. Schauen wir mutig nach vorn, klar und selbstbewusst. Der Wandel ist nicht aufzuhalten und den Mutigen gehört die Welt. Vergiss nicht, dass du Flügel hast und hör auf zu kriechen. Liebe wird aus Mut gemacht und wir sind viele. So viele schreiben mir im Moment, dass in ihrem Leben große Veränderungen, große Entscheidungen anstehen für neue Wege, die sie gehen, ihrer Berufung, ihrer Bestimmung zu folgen. Lebensverändernd, genau das ist diese Zeit. Es geht um unsere Bestimmung und um die Bestimmung der Menschheit.
Die Veränderung unseres Bewusstseins ist es, die diese Welt verändern kann. Und jetzt ist die Zeit, ins Tun zu kommen, ihr Lieben. Der bevorstehende Neumond ist durch den gleichzeitig stattfindenden Mondknotenwechsel ein ganz großer Neubeginn für uns alle. Denn er wird das Schicksal der Menschheit und unser aller Bestimmung für die kommenden mehr als 18 Jahre prägen. Wow! Und diese immense Schubkraft, vorwärts zu gehen, uns vom Alten zu lösen und uns unserer eigenen Kraft wieder bewusst zu werden, ist nun deutlich zu spüren. Oh ja, es ist wie eine persönliche Einweihung, die wir jetzt erfahren. Ein riesen Entwicklungsschritt. Es geht nicht mehr zurück. Es geht um völlig neue Wege im Einklang mit unserer Seele, im Einklang mit dem großen Ganzen. In diesem Sinne wünsche ich euch von Herzen alles, alles Liebe, eure Sylvia.